Hallo und herzlich willkommen bei Homemade. Mein Name ist Monika Winden und heute geht es um das Thema Wohnung renovieren. Mit diesen 3 Regeln zeigen wir euch, wie ihr effektvoll und schön und vor allem stilsicher eure Wohnung renovieren könnt. Die 3 Regeln, die wir euch heute vorstellen: Zum ersten geht es um das Thema Gestalten mit Farben. Das heißt, wir arbeiten mit Basis- und mit Akzentfarben. Als zweiteres geht es um das Thema Raumaufteilung bzw. die Unterteilung der Räume in einzelne Wohnzonen und in Inseln und wie ihr diese miteinander kombinieren könnt und insbesondere abtrennen könnt. Das letzte wichtige Thema für die Raumgestaltung ist das Thema Beleuchtung. Es geht darum, eine schöne Akzentbeleuchtung in den Räumen zu schaffen, dunkle Ecken zu vermeiden und eben auch mit Beleuchtung den Raum zu unterteilen. Also, wir starten! Wir haben mal wieder ein Projekt fertiggestellt und das möchten wir euch heute zeigen. Hier ging es primär um das Thema Farbkonzept und Raumteilung. Was haben wir hier gemacht? Um eine Langlebigkeit zu erreichen, haben wir uns in warmen Taupe-Grautönen bewegt, haben die Basis, die großen Flächen in diesen Farben gestaltet und haben Akzente über Farben gesetzt. In dem Fall in Türkis, in Blau, in ein bisschen Grün, um eben dort nochmal ein Highlight zu setzen und einen kleinen Wow-Effekt reinzubringen. Das Coole an dieser Geschichte ist, ihr könnt Kissen, Decken und so weiter einfach tauschen, saisonal. Ich sag mal, an Weihnachten gibt es dann eben rote Kissen und im Frühjahr und im Sommer vielleicht etwas Kühles, Beruhigendes. Ein paar andere Akzente haben wir in dunklen Farben gesetzt, in Schwarz. Wir haben Materialkontraste geschaffen über Messing, Holz, über Altholz und auch hier haben wir Metalle miteinander kombiniert. Wir haben Chromfüße in einem Kupferton. Dann haben wir Messingbeine für die Beistelltische und wir haben lackiertes schwarzes Metall. Also auch hier wieder so eine Art Messing, aber mit einer anderen Struktur, in dem Fall gebürstet. Diese Dinge kann man wunderbar miteinander kombinieren. Und man muss nicht in einem Metall bleiben. Das zweite große Thema war das Thema Raumteilung. Wir sind hier in einem Wohnbereich. Dahinter befindet sich Essbereich mit Küche, um einfach eine Wohnlichkeit zu schaffen. War es wichtig, diesen Raum abzutrennen und eben auch Stauraum und Platz für den Fernseher zu finden. Das ist uns gelungen über ein Einbaumöbel, ein Regal, wo wir eben auch den Fernseher integrieren konnten. Mir war es aber wichtig, kein geschlossenes Regal eben reinzubringen, sondern um noch die Blickachse zum Essbereich hin zu wahren und so eine gewisse Luftigkeit reinzubringen, ein offenes Regal zu gestalten. Auch in der Farbigkeit sind wir wieder neutral geblieben, um es eben nicht so schwer und nicht so auffällig zu gestalten. Was ihr mit Farbe und Akzenten erreichen könnt, habt ihr gerade gesehen. Jetzt möchte ich noch einmal kurz auf das Thema Beleuchtung und Gestaltung, also Symmetrie und Harmonie eingehen. Ganz wichtig, worauf wir hier geachtet haben, um eine gewisse Harmonie reinzubringen, ist auf Symmetrien geachtet. Das heißt, wir haben auf beiden Seiten Beistelltische, dazu die passenden Leuchten. Auch wieder 2 gleiche Sessel und 2 gleiche Hocker und 2 gleiche Couchtische. Aber da hinten haben wir noch eine solitäre Stehleuchte, um nochmal auszubrechen aus dieser Symmetrie. Von der Beleuchtung war es mir wichtig, hier einfach eine gewisse Wohnlichkeit und Ruhe reinzubringen. Deswegen haben wir mit Tischleuchten, mit Schirmen an den äußeren Seiten gearbeitet, um eben diese dunklen, bösen Ecken aufzuhellen und auch mit der Stehleuchte nochmal die Ecken aufzuhellen. Es geht nicht darum, dass hier eine Arbeitsbeleuchtung zu schaffen ist, sondern es geht lediglich darum, Ambiente zu schaffen. Und das funktioniert mit diesen Stehleuchten, mit den Textilschirmen wunderbar.
gesagt, ging es darum, offene und geschlossene Teile zu haben, also primär offen, dass man eben noch man hat die Akustik von der anderen Seite, man kann noch so ein bisschen was sehen, aber man hat einfach so eine gewisse Trennung, um dort die Wohnlichkeit und das Wohlbefinden einfach zu steigern. Auf der Rückseite haben wir den Fernseher verbaut und damit man den Fernseher von hinten nicht sieht, haben wir hier eine geschlossene Rückwand eingebaut und hier kann man dann wunderbar dekorieren mit noch größeren Vasen, mit Bildern, um eben auch da so ein bisschen Lebendigkeit reinzubringen und natürlich die schöne Deko. Im Essbereich haben wir auch eine Trennung geschaffen über eine Wohninsel, über unsere Teppiche, die sozusagen die Insel bilden und die Bewohner dürfen drauf sitzen, damit sie genau wissen, wo sie sozusagen ihren Platz finden. Abgegrenzt nochmal in der Vertikalen über die Leuchten, bringen auch eine gewisse Abtrennung und natürlich durch das Licht eine wunderbare, schöne Wohnlichkeit. Das ist das, was man abends immer sieht, wenn man an Häusern vorbeispaziert, wo das Familienleben passiert. In der Ecke haben wir auch wieder auf die Beleuchtung geachtet, keine dunklen Ecken und mit einer kleinen Tischleuchte mit einem wunderbaren Messingfuß. Also das Farbkonzept zieht sich durch den ganzen Wohnbereich durch, beziehungsweise in den Essbereich hinein. Wichtig auch hier wieder, wir haben die Toptöne, die hellen, warmen Grautöne, kombiniert mit dem Türkis, mit diesem, ich sag schon fast wieder so eine azurblaue Richtung. Was ganz Kühles, aber irgendwo sehr Entspannendes als Farbton. Zieht sich hier durch, worauf wir geachtet haben, wieder mit unterschiedlichen Strukturen, Mustern zu arbeiten, um eben so eine gewisse, den gewissen Kontrast wieder reinzubringen. So, unsere 3 Regeln habt ihr nun kennengelernt und auch wie wir sie umgesetzt haben. Wie wir gestartet sind, zeigen wir euch gerne in unserem anderen Video. Link hier oben oder da unten. Und da zeigen wir euch, wie wir gestartet sind, wie der Bestand ausgesehen hat, welche Ideen wir haben und wie wir das Ganze in der Planung umgesetzt haben mit Farben, mit Materialcollagen und wie ihr das für euer Zuhause umsetzen könnt. Viel Spaß euch! Bis bald, eure Monika!